Hallo zusammen, in diesem Video nehme ich dich mit auf meinen dritten Tag von Santiago de Compostela nach Finisterre und Murcia. Heute laufe ich wahrscheinlich 21 Kilometer, es sind wieder einige Höhenmeter dabei und mir wurde schon gesagt, dass es einen wunderschönen Aussichtspunkt gibt, also bin ich sehr gespannt, was mich heute erwartet. Wenn du es nicht verpassen willst, bleib dran. Die Berge, in der ich gestern war wunderschön. Die hatte mir Benny schon empfohlen. Und deswegen hatte ich gestern eine kürzere Etappe. Und habe es wirklich sehr genossen, dort ein bisschen in der Hängematte zu entspannen und einfach mal einen kurzen Tag zu haben. Heute sind es dafür wahrscheinlich 21 Kilometer, außer ich suche mir vorher ein Bett. Ich habe nichts gebucht. Ich lasse mich einfach überraschen, wo ich lande. Die Morgenstimmung ist so schön. Dabei haben wir schon gleich 8. Ich bin wieder nicht aus dem Bett gekommen. Wie immer eigentlich. Ich bin eigentlich immer eine der Letzten, die startet. Aber damit bin ich fein. Gestern bei meiner kurzen Etappe hatte ich dann übrigens keine Knieschmerzen. Also keine Ahnung, was da vorgestern los war mit meinem einen Knie. Aber es scheint sich wieder beruhigt zu haben. Oder es kommt erst bei langen Etappen. Wir werden sehen. Ich habe doch diesmal tatsächlich vergessen, meinen Co-Mode einzuschalten. Naja, jetzt ist es an. Muss mal gucken, wie ich die Tour dann korrigiere. Weil ich weiß nicht, ob auf Co-Mode oder Jakobsweg eingezeichnet ist oder nicht. Ja, mal schauen. Das sehe ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Heute ist der Weg ganz anders wie in den letzten Tagen. Bisher keine Wälder, dafür weite Flächen und Aussichten. Und irgendwie bin ich heute ein bisschen redefaul. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann Musik einblenden in den Passagen, in denen ich nicht rede. Und solange es jetzt noch kühl ist, versuche ich ein bisschen zügiger voranzukommen, weil es soll wieder ziemlich warm werden. Und da ich mal wieder so spät gestartet bin, muss ich der Hitze sozusagen durch ein bisschen mehr Tempo entfliehen. Aber ja, im Großen und Ganzen stecke ich die Wärme ja gut weg. Also von dem her geht das schon. Und ich denke mal, ich laufe so im Durchschnitt 4 km/h, wenn ich normal laufe. Das heißt 5 Stunden Laufzeit. Wenn ich durchlaufen würde, wäre ich um 1 da mit den Pausen. Vielleicht um 3 oder so. Wow, tatsächlich nur noch 51 Kilometer bis Finisterre. Okay, ich glaube, dieser Stein eignet sich gut, um Pause zu machen. Jetzt werde ich meinen Mate trinken und die ersten 5,5 Kilometer habe ich jetzt schon hinter mir. Zeit für eine Matepause. Wälder finde ich zwar immer schöner, aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Das bisschen ist übrigens alles, was ich noch an Mate habe. Aber bis Finisterre wird das noch reichen. Salut! Ach, ich genieße das immer. Mich einfach irgendwo hinsetzen, nachdem ich so die erste Stunde gelaufen bin und
in Ruhe meinen Mate trinken, dem Vogelgezwitscher lauschen, mich mit vorbeikommenden Pilgern unterhalten und einfach einen Moment der Ruhe in der Natur. Mal finde ich einen richtig tollen Platz, mal ja, reicht es nur zum Sitzen. Also hier, ja, es ist jetzt nicht so malerisch, aber das Vogelgezwitscher ist schön. Also von dem her passt es auch. So, meine Matepause hat wieder gut getan und es kamen ein paar Pilger vorbei, die eine Zeit lang in Argentinien gelebt haben und die sich richtig gefreut haben, als sie mich mit meinem Mate gesehen haben. Und ich habe der Frau dann angeboten, dass sie auch einen Schluck haben kann und sie hat sich mega darüber gefreut. Ich glaube, ich habe ihren Tag gerettet. Es war wirklich schön, dieser Frau eine Freude zu machen. Manchmal sind es einfach Kleinigkeiten, die ja, das Leben erfreulich machen. Und da teile ich doch gerne. In 2 bis 3 Kilometern müsste dann eine Alberge kommen, die Frühstück anbietet. Und das Frühstück soll sehr gut sein, wurde mir in der Unterkunft gesagt von einem anderen Pilger. Der hat da mal genächtigt. Und da werde ich dann meine Frühstückspause einlegen. Und ja, danach geht's weiter. Schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Außerdem habe ich gerade nochmal den Wetterbericht gecheckt. Es soll heute gar nicht so warm werden, also kann ich mir Zeit lassen. Cool, wie dieser Baum bewachsen ist oder diese Bäume. Oh, hier ist ein Bach oder ein Fluss. Super klares Wasser. Schön. Oh, auf der Seite sieht man gar nichts. Oh, wie schön die Kühe. Holla. Ihr seid ja putzig. Holla, holla. Also hier in der Gegend ist sehr viel Landwirtschaft und ich vermute, dass dort vorne auch Kühe gehalten werden. Und ich habe schon viele Jakobsweg-Videos gesehen und da hatten manche Glück und sind an einem Kuhtrieb vorbeigelaufen. Ich hatte gehofft, dass mir das auch passiert, aber bisher leider nicht. Weil ich stelle mir das irgendwie cool vor, wenn da so eine ganze Kuhherde an einem vorbeiläuft. So, ich bin jetzt kurz vom Camino abgewichen, um hier zu frühstücken. Und hier ist auch eine kleine Kapelle. Und da wartet mein Frühstück. So, frisch gestärkt geht es nun weiter. Ich hatte ein getoastetes Baguette mit Erdbeermarmelade, was sehr lecker war. Und mal was anderes. Nur noch 48 Kilometer bis Finisterre. Oh, hier drüben wäre auch ein toller Platz für meine Matepause gewesen. Aber ja, das weiß man vorher immer nicht. Heute ist es ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Sanfte Hügel, viele Felder, nicht so richtig spannend. Die Urwälder haben mir besser gefallen. Aber ich bin froh, dass es heute wenigstens bewölkt ist, weil ich glaube, hier wäre kaum Schatten. Und in der prallen Sonne zu laufen, das wäre schon ganz schön anstrengend.
Und noch ein weiterer Kuhstall. Es ist Wahnsinn, wie viele es davon hier gibt. Okay, hier gibt es zwei Varianten vom Weg. Der Complementario ist 400 Meter länger. Ich denke, den werde ich nehmen. Meistens ist das die schönere Runde. Ich bin schon von der Aussicht von ganz oben gespannt. Jetzt ist ja schon schön, aber von da oben muss es richtig toll sein, hat mir Irina erzählt. So, nun geht es nochmal hoch. Das ist der schlimmste Anstieg für heute. Wenn ich den geschafft habe, geht es eigentlich fast nur noch bergab. Also ein bisschen Up und Downs gibt es immer, aber... Und hier geht es weiter. Von da unten komme ich. Und da geht es jetzt hoch. Irina ist über diesen Berg gestern schon drüber. Und die hatte sich das in der Bon Camino App, die Höhenmeter, anzeigen lassen. Und bei dem Berg ging dann eine gerade Linie nach unten. Also nicht ein sanfter Abstieg, sondern einfach eine gerade Linie. Und wir haben dann Späße gemacht, ob sie Bungee-Jumpen muss oder Zipline fahren oder einfach runterhüpfen oder welche Varianten es gibt. Das war eine sehr lustige Unterhaltung. Ja, das geht schon hoch. Aber zum Glück bin ich gut im Training inzwischen. Kurze Verschnaufpause. Gleich ist zum Glück nicht mehr so steil. Kurze Pause an diesem Aussichtspunkt gemacht und jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt so geschwitzt beim Hochgehen, dass mir der Schweiß in die Augen gelaufen ist. Oh cool. Das müsste schon das Meer sein. Okay, da muss ich nicht weiter hoch, sondern es geht da lang. Ich habe gerade noch mal in der App geschaut, also Anstieg ist für heute geschafft. Irgendwo geht es noch mal 30 Meter hoch, aber das sind diese Hoch und Runter. Und jetzt geht es eigentlich nur noch stetig bergab. Für wahrscheinlich 8 Kilometer. Kommt drauf an, wo ich Halt mache. Also ich habe 2 Optionen zur Auswahl. Ponte de Olvera will ich nachfragen, ob die ein Bett frei haben. Das ist so nach 6,5 Kilometer. Aber auf Booking ist ausverkauft, also habe ich da wahrscheinlich schlechte Chancen. Und ansonsten probiere ich es bei der öffentlichen Herberge in Olveiroa. Drück mir die Daumen, dass ich ein Bett bekomme und nicht weiterlaufen muss. Bon Camino. Was für eine schöne Aussicht. Es sind noch mehr Kühe, aber die dürfen wenigstens auf der Weide grasen, die Glücklichen. Ja, ich glaube, euch geht's gut. So entspannt, wie du da liegst, geht's dir sehr gut. Hallo. Also hier dieser Abschnitt gefällt mir richtig gut. Auf der einen Seite
so, auf der anderen Seite so, mit diesen Blumen. Traumhaft. Und wieder Kühe und die eine leckt in das Gefährt, Traktor oder was auch immer das ist. So, ich müsste jetzt gleich zu der Alberge kommen, in die ich gerne gehen würde. Aber da sie auf Booking ausverkauft ist, glaube ich, dass ich da schlechte Chancen habe. Ansonsten gehe ich weiter bis Olveroa. Da gibt es eine öffentliche Herberge und da kann man nicht reservieren. Und das noch ziemlich bald ist. Wir haben jetzt 13:46 Uhr, bis ich dort bin. Vielleicht 14:30 Uhr. Könnte ich auch noch gute Chancen haben, ein Bett zu kriegen. Und ansonsten gibt es dort noch andere Unterkünfte, die man aber vorher reservieren kann. Und ich gucke jetzt einfach mal. So, ich hatte Glück und habe ein Bett bekommen. Das heißt, das heutige Video ist somit beendet. Ich habe mir jetzt auch direkt was zu essen bestellt und ein schönes kaltes Bier. Und ich hoffe, mein heutiges Video hat dir gefallen. Auch wenn ich heute nicht so redefreudig war, aber manchmal ist das einfach so. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasse mir einen Kommentar und wenn du meinen weiteren Weg nach Finisterre nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!